Hi, das ist Marc von Mobile Geeks und wir haben hier gerade die Yuneec Typhoon H im Test. Und wenn ihr die erstmal seht, dann seht ihr direkt, es handelt sich um einen Multicopter. Und anders als bei der DJI Phantom, die eigentlich der Platzhirsch so auf dem Markt momentan ist, haben wir hier einen Hexakopter. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganze Rotoren. Und was ihr vielleicht auch schon seht, ist die Kamera hier unten. Das ist auch eine 4K-Kamera, ähnlich wie bei DJI. Aber anders als jetzt zum Beispiel bei der Phantom-Reihe, ist die hier um 360 Grad drehbar. Und das ist gerade, wenn man am Fliegen ist, natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Damit das Ganze hier, damit ihr nicht die ganze Zeit die Landegestelle im Bild habt, kann man das natürlich im Flug nachher hochheben, also hochfahren lassen. Und was auch anders als jetzt bei der DJI Phantom ist, wenn wir jetzt mal hier auf die Bedienungsanleitung gucken, weil die sieht echt so aus, als ob sie gerade aus dem Kampfjet von der F-16 kommt. Hier sind überall Schalter für irgendwelche Funktionen dran. Hier ist ein Display integriert. Und nur um euch jetzt mal gerade die Größenordnung zu zeigen, stellen wir mal gerade die Phantom 4 daneben und dann seht ihr direkt, das ganze Ding ist echt eine ganze Ecke kleiner. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die eigentliche Drohne selber, sondern auch auf die Fernbedienung. Ein weiterer Unterschied bei der Phantom ist es so, da ist in der Fernbedienung selber auch nochmal, Entschuldigung, bei der Phantom muss man nochmal zusätzlich ein iPad oder ein iPhone oder irgendwas hier als Display dazu tun. Bei der Yuneec ist das direkt mit integriert. Ob das gut oder schlecht ist, das lest ihr nachher in dem Test. Was ich euch noch bei der Typhoon H zeigen wollte, was nämlich auch noch eine Sache ist, die anders als bei der Phantom ist, hier sind die Arme klappbar. Das heißt, wenn ihr das Ganze in den Transportmodus macht, könnt ihr einfach hier per Klickverschluss, Bajonettverschluss die Propeller abmachen und das Ganze runterklappen. Und genauso klappt ihr das natürlich auch wieder hoch. Und was man gucken muss, wenn ihr euch wundert, es sind zwei unterschiedliche Propeller. Wir haben hier einmal einen weißen Ring und einmal einen schwarzen Ring und weiß auf weiß, schwarz auf schwarz. Das ist relativ einfach. Und jetzt seht man, wie einfach die hier reingeklickt sind. Also wirklich, das geht so schnell, dass man es fast verpasst. Einfach reinsetzen und dann einmal ein bisschen runterdrücken und klick. Dann sind die Propeller drauf. Ja, kann man eigentlich wenig verkehrt machen und wenn man es dann im Transportmodus nehmen möchte, dann ist das Ganze hier so, dass man es dann halt auch sehr, sehr einfach mitnehmen kann. Ich würde sagen, wir heben jetzt erstmal eine kleine Runde mit der Typhoon H ab und filmen hier nachher in Dabringhausen die Gap Session, weil irgendwie muss man ja auch mit den Drohnen was Sinnvolles machen und beim Wakeboarden sind Luftaufnahmen auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Also schauen wir mal, wie das Ganze dann aus der Luft aussieht. So, nachdem wir das Ding jetzt eingerichtet haben, Propeller dran und es jetzt natürlich gerade anfängt, das Wetter schlecht zu werden, ist alles richtig zum Starten. Grundsätzlich beim Starten, ihr seht das Ganze, wir haben jetzt schon das Live-Bild drauf. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen, großartig, das kann man erkennen. Was ich jetzt schon mal auf dem Boden zeigen möchte, ist, dass ihr die Kamera drehen könnt. Ne? Und wenn wir jetzt mal gerade auf die Drohne draufhalten, da können wir aber ruhig näher dran gehen, dann kann man richtig sehen, wie sich die Kamera hier unten gerade um 360 Grad dreht. Und das Schöne an der ist, die könnt ihr halt einmal wirklich komplett um 360 Grad drehen. Also da gibt es keine Pause dazwischen. So, das soll erstmal reichen. Ein Video haben wir auch schon aufgenommen. Ich würde sagen, wir starten. Zum Starten relativ easy. Einfach hier 3 Sekunden auf den Knopf drücken. 1, 2, 3. So, und dann mit Gefühl hoch